Nachdem wir uns auf Island voneinander verabschiedet hatten, sehen Kathi und ich uns im heutigen Video am Grenzstein zwischen England und Schottland wieder. Gemeinsam starten wir in die zweite große Tour des Jahres, die uns erst in die Highlands, später dann an die Küste und auf die inneren Hebriden führen wird. Und doch wird diese Videoreihe anders als die bisherigen. Während ich mich auf den Weg an die schottische Grenze mache, nimmt uns Kathi heute mit auf ihre allererste, ganz allein gefahrene Motorradreise durch den Süden Englands. Denn während ich auf Island unterwegs war, brach sie in ihr eigenes Abenteuer auf. Zum anderen ist diese Tour in keinster Weise so verlaufen, wie ich sie geplant hatte. Wenn ich am Anfang bereits gewusst hätte, wie diese Tour enden wird, hätte ich mich ganz anders darauf vorbereitet. Also, holt euch ein Getränk, macht es euch bequem und los geht's nach Schottland. Ist schon was anderes, mit dem Motorrad nach Schottland zu reisen. Vor allem im Vergleich zu Island. Während ich einen Monat zuvor mit nur einer Handvoll anderer Motorradfahrer auf Island gelandet bin, ist die Fähre nach Kingston gerappelt voll von ihnen. Es war eine ruhige Überfahrt von Rotterdam über die Nordsee, ich hatte die Kabine ausnahmsweise mal ganz für mich allein. Kein Vergleich zur vollgepackten Viererkabine auf der Islandfähre, die zudem auch noch mit 4 Motorradfahrern besetzt war, die alle mit nassen Stiefeln nach Hause fuhren. Die Luft in der Kabine war so dick, dass man sie mit einem Messer schneiden konnte, außer zum Schlafen gingen wir dort nicht rein, es war einfach nicht auszuhalten. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder? Gut geruht, gutes Wetter und ich kann tiefenentspannt in die kommende Tour durch Schottland starten. Naja, warten wir mal ab. Die Einreise läuft überraschend entspannt, hätte ich nach dem Brexit so nicht erwartet. Man stellt mir ein paar Fragen, wo ich denn herkomme und wo ich hin möchte, wünscht mir aber schnell eine gute Reise und winkt mich weiter. Ich bin bei weitem nicht der einzige Deutsche in der Schlange, der heute nach Schottland will, meine Antwort überrascht hier wahrscheinlich niemanden. So oft wie man andere Motorradfahrer von Schottland schwärmen hört, war jeder von euch sicherlich schon mehrfach hier unterwegs. Ich selbst war schon in England und Irland unterwegs, für mich ist es allerdings das erste Mal mit dem Motorrad auf der englischen Insel. Mit dem Fahren auf der linken Seite habe ich kein Problem, bin aber erstmal komplett geflasht von den hunderten Verkehrsschildern entlang des Weges. Dagegen ist der Schilderwald in Deutschland ja ein lichtes Wäldchen, zumal hier noch alle 100 Meter Hinweise auf die Straße gepinselt sind. Bis zur englisch-schottischen Grenze ist es noch ein gutes Stück, 3,5 Stunden Fahrt, 190 Meilen. In einer verständlicheren Maßeinheit sind das etwas über 300 Kilometer. Die spule ich angenehm über sanfte Hügel, Wälder und Wiesen runter, bis die Hügel allmählich höher und die Wälder lichter werden. Auch wenn man noch nie hier war, spürt man durch die sich verändernde Landschaft, dass Schottland immer näher kommt. Hallöle, hier ist Kathi. Während Chris jetzt zum Grenzstein fährt, nutze ich die Gelegenheit und erzähle euch von meiner ersten eigenen Motorradreise. Dann wird hier die Zeit auch mal sinnvoll auf diesem Kanal genutzt. Hab dich auch lieb. Meine Planung zu England war so, dass ich entlang der Küste, schön an der Südküste entlang, dann über mehrere Städte in Schlangenlinien mit dem Ziel in Brockworth meine Tour machen wollte. In Brockworth ausgerechnet, weil es da eine Tradition namens Käserennen gibt. Die Engländer sind so verrückt und haben da eine ganz eigene Tradition gebastelt. Wie es aber schon mal häufiger ist, genau an dem Datum, wo ich da das Käserennen erwartet habe, hatten sie das kurzfristig verschoben. Schade. Und ich habe wahrscheinlich das Beste erwischt, was man in England jemals erwischen kann. 9 Tage geilstes Wetter. Und das sah am Anfang überhaupt
nicht so aus. Schon auf der Fahrt von Frankreich nach England kam ich in furchtbaren Regen. Denn das war nicht nur meine erste eigene Motorradreise, wo ich komplett auf mich alleine gestellt war. Das war auch noch, so habe ich es mir ja auch ausgesucht, das erste Mal, dass ich überhaupt auf der linken Straßenseite fahre. Ich bin immer noch unschlüssig, ob das eine geile Idee war, aber es hat am Ende gut geklappt. Auch wenn ich von LKWs überholt wurde und ich mir einfach nur die ganze Zeit gedacht habe, es regnet, nass und links fahren, links fahren, links fahren, links fahren. Aber nachdem ich dann in Folkestone ankam, war ich vollkommen fertig und glücklich, in der Unterkunft zu sein. Ja, und wie geht's denn morgen weiter? Eigentlich tatsächlich immer nur der Küste entlang. Am nächsten Tag war dann geplant, von Folkestone bis zur Isle of Wight zu fahren. Das habe ich auch gerade so geschafft. Ich habe nämlich das ein oder andere Ziel auf der Fahrt mitgenommen, was leider uninteressant war, und musste dann im Anschluss das ein oder andere Ziel links liegen lassen, damit ich gerade so noch die Fähre von Southampton bis zur Isle of Wight erwischen kann. Weswegen ich beispielsweise den Palace in Brighton links bzw. eher rechts liegen lassen musste, damit ich gerade so noch rechtzeitig die Fähre von Southampton bis zur Isle of Wight bekomme. Isle of Wight ist definitiv einer meiner Highlights in England. Und das hier ist tatsächlich meine Übernachtungsstätte heute Nacht. Schon cool. Und ich habe tatsächlich hier auch noch was, um Feuer zu machen. Hier bei Schenkelstein, das ist auf jeden Fall ein Must-See. Das ist richtig schön. Relativ natürlich. Es gibt hier einen Kiesweg, aber auch die Illumination ist sehr, sehr schön gemacht. Also auf jeden Fall richtig gut. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Guten Morgen. Ja, ich liege hier gerade in meiner Hängematte. Man muss da natürlich auch alles parat haben. Jetzt bin ich hier bei den Seven Sisters und der Berlin Gap. Das ist richtig schön hier. Obwohl auch der Bär hier steppt. Also ich bin definitiv nicht allein. Man kann sich hier aber auch so eine kleine Ecke suchen, wo man dann auch, ich sag mal, quasi allein ist und die Natur hier auch wunderbar genießen kann. Außerdem an einem der Strände habe ich mir ein bisschen Kies gemopst. Der Kies, der ist einfach so schön weich. Tatsächlich gibt es hier recht häufig Motorradparkplätze, voll cool. Wenn jemand mich fragen würde, was hat dir wirklich am besten gefallen bei deiner Englandreise, dann war es Tintagel bei Sonnenschein. Ja, hier bin ich nun an dem Ort, wo, ich sag mal, die geballte, nicht ganz Geschichte, auch nicht Historie, eher die Legende Arthurs spielt. Hier gibt es die Merlinshöhle, aber auch die berühmte Statue und das Schloss dazu gehörig. Das steht jetzt auf dem Plan. Wenn wir Ebbe haben, dann kann man tatsächlich auch durch die Höhle durch und diese sich auch anschauen. Normalerweise bin ich nicht der ganz große Fan von Souvenirs. Am besten ist wirklich nur das zu holen, was man braucht. So ist auch meine Devise im Leben. Aber es ist schon auch irgendwie cool, sein Wasser aus einem Heiligen Gral zu trinken. Wer mich ein bisschen genauer kennt, der weiß, ich mag Pflanzen. Und genau deswegen war es für mich auch selbstverständlich, zum Eden Project nach England zu fahren. Das Eden Project ist so eine Art Sanctuary für Pflanzen. Da werden bedrohte Pflanzenarten gesammelt, um die Artenvielfalt zu erhalten.
Jetzt ist das nächste Ziel London, jedoch habe ich da das ein oder andere auf dem Weg noch mitgenommen. Und zwar Mini Stonehenge und Stonehenge, wobei Stonehenge nicht der Rede wert ist. Es ist gut, mal da gewesen zu sein, man hat es gesehen, aber ich würde es nicht nochmal machen. Leider ist die Oberfläche, wo Stonehenge drauf gebaut wurde, also die Steine, leider ein bisschen fragil. Deswegen kann man leider nur über die Fußwege hier zumindest in die Nähe kommen. Rein kommt man tatsächlich nur zu speziellen Zeiten. Wahrscheinlich muss man die sich irgendwie vorreservieren. In London jedoch, da habe ich mir endlich einen kleinen Mini-Traum erfüllt. Ich wollte nämlich super gerne mein Sherlock Holmes Museum. Und man hat mir mal einen ganz kleinen Zettel zugesteckt, als ich noch an der Küste unterwegs war, mit einem Namen einer super spannenden Kneipe, Restaurant. Jedenfalls war das auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich so noch nicht kannte. Aber es ist nicht alles so glatt gelaufen, wie ich es jetzt hier erzählt habe. Ich, relativ klein, erste eigene Reise, natürlich fällt mir auch die Maschine beispielsweise um. Das war mir auch hart unangenehm, vor allen Dingen, weil das 2-3 Mal passiert ist. Mal wieder das Bekannte. Hier Gras, bin dann hier drauf, dann ist sie mir umgekippt. Da ist auch noch der Rest des Spiegels. Dann hat mir jemand geholfen, die aufzurichten. Das ist auch sehr nett gewesen, nur hat dann die Straße nachgegeben. Und dann ist sie mir wieder umgefallen und leider jetzt diesmal so, dass ich sie auch nicht mehr alleine aufrichten kann. Aber das fand ich wiederum richtig cool. England ist nicht irgendwo im Nirgendwo. Beim ersten Mal kamen dann 2 junge Herren, die mir die Maschine mit aufgestellt haben und auch die sagten, dass die Maschine sehr, sehr schwer sei. Und auch ein anderes Mal, da bin ich gefühlt irgendwo im Nirgendwo umgekippt, weil der Boden nachgegeben hat. Aber auch da kam dann die Rettung. Und da hat dann eine Dame quasi das Dorf mobilisiert, in Anführungszeichen, Leute hergeholt, sodass ich die Maschine dann bei jemandem unterbringen konnte und dann da die ein oder andere Reparatur machen konnte, sodass ich die wieder fahrtüchtig gemacht habe. Also es ist eine Herausforderung auf jeden Fall und man muss dann auch sich eingestehen, dass man das ein oder andere Mal vor Problemen und Herausforderungen steht. Aber es ist machbar, weil eben immer ein oder der andere Mensch da ist, der dann auch willens ist zu helfen. So, und das war es eigentlich mit den Highlights und das, was ich gelernt habe auf meiner ersten eigenen Reise. Und jetzt geht's nach Schottland, wo ich Chris treffe. Dann wollen wir mal Schottland unsicher machen. Aber wo geht es eigentlich hin?
Von der Grenze aus wollen wir uns zuerst in Richtung Glencoe in den Highlands aufmachen und dort einfach etwas treiben lassen. Von dort ist es auch nicht weit bis auf die Isle of Skye und von hier aus wollen wir der Küste in Richtung Norden folgen. Ende der Rundreise ist dann die Hauptstadt, von wo aus es wieder in Richtung Heimat geht. Fürs Erste geht es erstmal durch die Städte, durch die Wälder und durch die weiten Flächen des schottischen Südens. Unser erstes Ziel auf dem Weg in Richtung Highlands ist aber Glasgow. Normalerweise mache ich auf Reisen immer einen großen Bogen um Großstädte und Glasgow ist mit Abstand die größte Stadt Schottlands, aber Kati hat sich hier einen Zwischenstopp gewünscht. Und ihr habt sie eben gesehen, wie könnte man diesen Augen einen Wunsch abschlagen. Kati möchte in Glasgow nämlich das Riverside Museum besuchen. Das Riverside Museum beherbergt das Glasgow Museum of Transport im Hafen der Stadt und widmet sich damit der Vergangenheit Glasgows als wichtigem Produktionsstandort im Bereich der Eisenbahn und des Schiffbaus. Malerisch an der Mündung der Flüsse Clyde und Kelvin gelegen, findet man hier 3000 Exponate aus dem Bereich der Fortbewegung. Klingt nicht sonderlich spannend, ist aber interessant umgesetzt. Denn das Museum schickt seine Besucher auf eine Reise in die Vergangenheit. Ein ganzer Straßenzug des historischen Glasgows wurde hier detailliert nachgebaut und mit Leben gefüllt. Geschäfte wie das eines Sattlers, historische Fahrzeuge und sogar eine nachgebaute U-Bahn-Station können hier besichtigt werden. Und wenn man jetzt noch den Sound einer Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts drüber legt, hat man bei diesen Bildern wirklich ein Feeling dafür, wie es sich in dieser Straße Glasgows früher gelebt haben muss. Und für die Motorrad-Fernreisenden unter uns gibt es hier etwas Besonderes zu sehen. Im Riverside Museum sind die originalen GS ausgestellt, mit denen Ewan McGregor und Charlie Boorman im Jahr 2004 in der Dokumentarserie Long Way Round einmal um die Erde fuhren. 30.395 Kilometer in 115 Tagen führten die beiden einmal um die Welt. Von London quer durch Westeuropa und rüber nach Russland, dort über Kasachstan und die Knochenstraße nach Sibirien und schließlich von Alaska und Kanada aus nach New York City. Und direkt vor den Toren Glasgows beginnt das schottische Hochland, die Highlands, die den gesamten Norden der Halbinsel bedecken. Für alle, die trotz Filmen wie Highlander oder Braveheart nichts mit dem Begriff der Highlands anfangen können, hier eine kurze Einordnung. Die Highlands sind eine relativ dünn besiedelte und mit einem deutschen Mittelgebirge vergleichbare Region, die das gesamte nordwestliche Gebiet Schottlands bedecken. Allerdings bestehen die Highlands nicht nur aus den als Munros bekannten Bergen, sondern werden auch von unzähligen Fjorden sowie Mooren durchzogen. Oft sind die Berge in tief hängenden Wolken verborgen, denn sie lassen die feuchte Luft des Atlantiks abregnen. Dadurch regnet es hier auch so gut wie jeden Tag, wenn auch oft nur in kurzen Schauern im Wechsel mit Sonne. Diese bei Motorradfahrern äußerst beliebten Berge sind unser großes Ziel in dieser Episode und mit dem Loch Lomond erreichen wir hinter Glasgow bald den Rand der Highlands. Der 71 Quadratkilometer große Loch Lomond ist sowohl der größte und gilt auch als der schönste See Schottlands. Von hier kann man am Horizont bereits die ersten Munros erkennen. Anfangs ist die Landschaft noch sehr waldig, doch je mehr man sich den Highlands nähert, desto weniger Bäume sieht man. Heute sind die Highlands fast komplett kahl, was aber nicht immer so war. Einst waren sie dicht bewaldet, man sprach sogar vom sogenannten kaledonischen Urwald. Doch die Industrialisierung sowie der Schiffsbau der Royal Navy verschlangen Unmengen an Holz, sodass die Wälder der Axt zum Opfer fielen. Obwohl sie im Grunde das Ergebnis einer gewaltigen Umweltzerstörung sind, strahlen die Highlands ihre ganz eigene Schönheit aus.
Dass die Highlands heute größtenteils so kahl und baumlos sind, soll aber in Zukunft nicht so bleiben. Denn ganz in der Nähe von Glencoe läuft eines von mehreren Projekten, das sich dafür einsetzt, ihre Landschaft für künftige Generationen zu erhalten und auch den natürlichen Baumbestand der Highlands wiederherzustellen. Und jeder von uns kann bei dieser Renaturierung unterstützen. Und weil ich das für eine super Sache halte, möchte ich euch kurz 2 Sätze zu den Leuten hinter dieser Renaturierung und gleichzeitig den Sponsoren des heutigen Videos sagen. Highland Titles ist eine Organisation, die ein außergewöhnliches Produkt verkauft, nämlich Land in den schottischen Highlands. Bei diesem Land handelt es sich unter anderem um ein 800 Hektar großes Naturschutzgebiet direkt bei Glencoe, aus dem ihr einzelne Parzellen kaufen könnt. Jede dieser Parzellen ist winzig klein, die kleinste Parzelle ist nur 1 Quadratfuß groß. Die Einnahmen aus dem Verkauf werden dann dafür verwendet, das vorhandene Gebiet zu renaturieren und weiteres Land für den Erhalt dazu zu kaufen. Bei den Grundstücken handelt es sich nach schottischem Recht um sogenannte Souvenirgrundstücke, das heißt, euch gehört das Land zwar und ihr dürft es jederzeit besuchen, ansonsten aber nichts daran verändern. Highland Titles verwaltet es derweil in eurem Namen und führt die Renaturierung durch. Da ihr damit aber offiziell Landbesitzer in Schottland seid, dürft ihr euch der schottischen Tradition folgend selbst als Lord oder Lady bezeichnen und wer kann das schon von sich behaupten? Dadurch ist diese Aktion auch eine originelle Geschenkidee beispielsweise für die kommenden Feiertage. Ich will euch hier aber nicht nur erzählen, was theoretisch alles mit dem eingenommenen Geld passiert, ich kann es euch sogar aus erster Hand zeigen. Denn sowohl Kati als auch ich besitzen ein solches Stück Land und wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann müssen wir natürlich auch unbedingt mal dorthin. Möglich ist das, weil sich in der Mappe, in der man unter anderem die Urkunde zugeschickt bekommt, auch die GPS-Daten des Grundstücks befinden. Kurz in Google eingetippt und schon weiß man, wo genau sich das Grundstück befindet. Katis Stück Land liegt in einem noch nicht renaturierten Stück Wald, das noch aus einem der vielen Kieferplantagen besteht, die man für schnelles Wachstum angepflanzt hat. An anderen Stellen sieht es bereits weitaus natürlicher aus, hier wächst unter anderem wieder für die Region einst typischer Eichenwald nach. In 4 großen Naturschutzgebieten Schottlands und einem in Nordirland wird so von den eingenommenen Geldern Land gekauft und unter Schutz gestellt. Hier bei Glencoe wird außerdem an einem Programm zur Nachzucht und Auswilderung der schottischen Wildkatze gearbeitet. Und wenn auch ihr ein Lord oder eine Lady werden wollt, dann schaut mal auf www.highlandtitles.de vorbei und schützt euer eigenes, ganz persönliches Stück Highlands. Und damit wieder zurück aufs Motorrad. Denn wir wollten auf der Reise durch die Highlands nicht nur Katis Grundstück besuchen. Nein, es muss auch die eine oder andere Rechnung beglichen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich warte schon seit mittlerweile 21 Jahren auf meinen Brief aus Hogwarts. Kann doch nicht sein, dass die Eulen sich derart verflogen haben. Und wenn die verdammte Eule nicht zu uns kommt, dann kommen wir eben zur Eule. Der Höhepunkt der heutigen Episode ist nämlich unser Besuch beim sprichwörtlichen Hogwarts Express. Den kennt man in Schottland aber eher unter seinem eigentlichen Namen, dem Jacobite Steam Train. Und um ihn sich anzusehen, gibt es wohl keinen besseren Ort als den Glenfinnan-Viadukt, den man ebenfalls aus den Harry Potter-Filmen kennt. 4-mal täglich schnauft die Dampflok sich hier die Anstiege hinauf, rechts und links bestaunt von hunderten Touristen aus aller Welt. Denn auch wenn die Lok schon sehr viel länger hier fährt, als es die Harry Potter-Filme gibt, kommen erst seitdem die richtigen Menschenmassen hier an. Und sobald der letzte Waggon vorbeigefahren ist, stehen alle unisono auf und rutschen diesen Hügel wieder runter, den wir alle für die besten Aussichtspunkte hinaufgeklettert sind. Hier ist niemand für die Natur, die Architektur der Brücke oder aus sonstigen Gründen gekommen. Wer hier hinkommt, der tut das nur, um einen kurzen Blick auf den Hogwarts Express zu werfen. Deswegen möchte wenigstens ich eine Lanze für die schöne Natur rund um den Glenfinnan-Viadukt brechen. Setzt euch mal ein paar Minuten hin, atmet ein paar Mal tief durch und dann folgen wir dem Zug in Richtung Endstation.
Der letzte Halt auf der Route des Jacobite Steam Train ist die Stadt Fort William, wo sich auch das Ende unserer heutigen Episode befindet. Genauer gesagt am Fuße des 1345 Meter hohen Ben Nevis, dem höchsten Berg Großbritanniens, der sich aber leider in Wolken verbirgt. Und ich möchte die heutige Episode mit etwas beenden, was ich am besten kann: euch wahllos Fakten zu irgendwelchen Orten am Wegesrand an den Kopf werfen, die ihr nie mehr brauchen werdet, die euch aber auf der nächsten Küchenparty den Hintern retten. Viele Berge in Schottland tragen den Namen Ben, da dies das gälische Wort für Berg ist. Ben Nevis ist gleichzeitig der höchste der sogenannten Munros, als welcher ein schottischer Berg bezeichnet wird, wenn er höher als 3000 Fuß ist. Oder höher als 914,4 Meter, um es mal in einer zivilisierten Einheit anzugeben. Insgesamt gibt es 282 Munros in Schottland, die meisten davon befinden sich in den zentralen Highlands. Vom Besteigen der Munros hat sich der Volkssport des Munro-Baggings entwickelt, also dem Erklimmen möglichst vieler Munro-Gipfel. Der Begriff Bagging bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie etwas einsacken und ein Munro gilt als eingesackt, sobald man auf seinem Gipfel stand. Wer alle Munros eingesackt hat, darf sich schlussendlich als Munroist bezeichnen. Und der Rekord für die schnellste Besteigung aller 282 Munros hintereinander liegt bei lediglich 31 Tagen, das sind 9 Berge am Tag. Und ihr wisst es noch nicht, aber mit diesem Wissen werdet ihr das nächste Familientreffen garantiert dominieren. Ist ja bald wieder Weihnachten. Und das soll es auch mit dem ersten Teil der Reise und unserem Start nach Schottland gewesen sein. Wenn ihr mehr von Katis Tour sehen wollt, dann lasst ihr bitte ein paar liebe Worte in den Kommentaren da. Vielleicht bekommen wir sie ja überredet, ihre Tour durch England ausführlich in ihrer ersten eigenen Reisedoku zu verfilmen. Und ihr merkt es vielleicht am geänderten Stil des Videos, ich spreche mittlerweile aus meinem neuen Studio zu euch und das ist einer der Gründe, warum es mit den neuen Videos auch so lange gedauert hat. Es gab einiges an Ausrüstung zu beschaffen und einzurichten. Mein Tag hat mal wieder viel zu wenige Stunden. Und weil die Kanalpause leider auch etwas länger geworden ist, als ich es ursprünglich geplant hatte, muss ich gestehen, komme ich meinem Versprechen, alle Kommentare unter meinen Videos zu beantworten, einfach nicht mehr hinterher. Deswegen für die Zukunft, wenn ihr mit mir in persönlichen Kontakt treten wollt, schreibt mir trotzdem gerne unten was in die Kommentare. Wenn ihr aber wollt, dass ich euch antworte, dann schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf Facebook oder sendet mir eine E-Mail und ich melde mich so bald wie möglich bei euch zurück. Und natürlich, wenn ihr euch genauso auf die zukünftigen Episoden freut wie ich, dann lasst mir unten euer Feedback da, drückt die berühmten Knöpfe und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Kathi und ich zusammen Schottland unsicher machen. Denn in der nächsten Episode besuchen wir einen weltberühmten See mit einem ganz bestimmt nicht fiktiven, ebenso weltberühmten Monster darin. Und wir fahren auf die größte Insel der Inneren Hebriden, wo sich uns Schottland in all seiner wilden Küstenlandschaft präsentiert. Bis dahin danke euch wie immer fürs Mitfahren. Bis zum nächsten Mal.